Hallo, heute will ich euch mal den Bohrständer von Wabeco vorstellen. Das ist der Typ BF1242 und diese Bohrständer, das sind quasi so mobile Bohrständer. Man kann sie aber auch ebenso mit der Grundplatte verschrauben. Und diese Bohrständer von Wabeco gibt es in verschiedene Ausführungen. Da gibt es quasi verschiedene Säulenlängen sowie als auch verschiedene Auslegerlängen. Wenn dann das Werkstück weg ist, stellt man jetzt hier mal zum Beispiel 10 mm ein. Das hätte ich jetzt. Und dann würde ich jetzt hier auf der linken Seite diese Rändelschraube blockieren. Das mache ich jetzt mal kurz. So, jetzt habe ich diese Rändelschraube blockiert. Und jetzt kann man noch mal kontrollieren, ob der Skalenring dann bei 10 mm stehen bleibt. Und bei 10 mm müsste jetzt das Ganze, jetzt habe ich einen festen Anschlag bei 10 mm. Und so kann man sich dann quasi anhand dieser zwei Klemmschrauben die Bohrtiefe einstellen anhand des drehbaren Skalenrings. Man kann aber auch die Klemmung lösen und kann ganz normal von Hand verfahren und auch den Skalenring auf 0 stellen und dann anhand, wenn man nur einmal bohren will, das mit dem Skalenring machen. Ebenso kann man den Ausleger verfahren. Der hat ebenso eine Welle mit einem drehbaren Skalenring und die Einteilung auf beiden Skalen entspricht 1 Strich ist 1 mm. Das ist auf beiden Skalen das gleiche, also 1 Strich entspricht 1 mm. Das wäre so die Einstellung von dem Bohrständer. Was es noch zu erwähnen gibt, wenn man jetzt den Bohrständer einstellen will, befindet sich auf diesem Gussteil zwei Einstellschrauben. Das ist einmal oben eine Madenschraube mit einer Kontermutter, sowie auch unterhalb von dieser Klemmschraube. Die kann ich jetzt mal rausnehmen. So, jetzt habe ich die Klemmschraube mal rausgenommen, sowie auch unten die Einstellschraube mit der Kontermutter. Und verstellen will ich es jetzt nicht, aber ich will mal kurz erklären, wie das funktioniert. Das ist jetzt bei meiner auch nicht 100% richtig eingestellt, aber man muss beim Einstellen auf jeden Fall darauf achten, dass diese Aussparung von dem Gusskörper und der Verzahnung mittig ausgerichtet ist. Und das kann man dann dadurch bewerkstelligen, indem man diese beiden Schrauben löst und dann wirklich schaut, dass diese Verzahnung mit dem Gusskörper in der Mitte ist. Und dann wird eine dieser Verstellschrauben nach rechts gedreht, bis ein Widerstand spürbar ist, dann leicht gekontert und die untere Einstellschraube wird leicht nach links gedreht und gekontert, sodass die eine Rolle, die da innen geführt ist, an der rechten Seite anliegt von dieser Nut und die untere an der linken Seite der Nut anliegt. Und das Ganze wird dann muss dann so eingestellt sein, dass es auch spielfrei ist, aber sich trotzdem noch bewegen lässt. Das wären so die Einstellmöglichkeiten. Und wenn man es ein wenig loser haben will, dann besteht halt die Gefahr, dass, wenn man jetzt hier die Bohrmaschine reintut, und das ist ein wenig eine schwerere Bohrmaschine, dass das Ding dann irgendwann von selber nach unten kurbelt. Und man dann halt die Finger noch am Bohrer hat oder irgendwelche Sachen. Das muss man halt berücksichtigen. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, immer unten die Klemmung mit reinnehmen. Das sind halt so Erfahrungswerte, die ich so gesammelt habe. Aber das sind jetzt keine Probleme, das ist einfach technisch so wie es eben ist. Aber die Möglichkeiten mit dem Bohrständer sind schon enorm, was man alles machen kann. Ich habe auch nicht das ganze Zubehör, was ich jetzt da so zeigen könnte. Was ich jetzt im Endeffekt habe, ist noch Maschinenschraubstock. Den könnte ich kurz zeigen. Wäre jetzt der hier. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Ausführungen. Die kann man dann ebenfalls unten an dem Nudentisch befestigen mit Nudensteine oder mit M10er Schrauben kann man den befestigen. Und dann gibt es noch solche Adapter, in denen man die Aufspannvorrichtung drehen kann. Das ist aber meistens auch dafür gedacht, wenn man jetzt was drechseln will oder so. Da gibt es extra noch ein Drechselzubehör, dass man da Holz drechseln kann auf der Maschine. So, das wäre jetzt das zweite Zubehör, was ich da so gekauft habe. Das ist dann einmal so eine Klemmung, ein Ausleger oberhalb von dem Maschinentisch. Da hat man quasi zwei M8er Schrauben mit 6er Imbus und alles, was man jetzt da so meistens zum Klemmen hat an dem Maschinenbohrständer, ist 6er Imbus. Wenn man den dann geklemmt hat, hat man jetzt hier die Möglichkeit, den Ausleger in 15 Grad Schritten ebenfalls zu verstellen. Das heißt, das ist eigentlich dasselbe wie jetzt da oben mit der Verzahnung, wo man da die 15 Grad Verzahnung hat
hat man jetzt hier hinten, schauen ob man das sieht, hat man jetzt hier auch eine Verzahnung und da gibt es dann so Spitzen und die greifen dann auch wieder in die 15 Grad Verzahnung rein. Das sieht man dann da oben. Wenn ich das mal schwenke, dann sieht man jetzt hier die 15 Grad Schritte und man kann sowohl auf die linke Seite schwenken als auch auf die rechte Seite. Zum Befestigen befindet sich auf der Unterseite ebenso eine M8er Schraube mit 6 mm Imbus. Das Problem ist nur, man kommt da etwas schwierig dran, aber man braucht dann eben einen kürzeren Imbusschlüssel. Dann kann man das wieder befestigen. Und wenn man das dann befestigt hat, dann hat man quasi beides eingestellt. Einmal die Höhe an der hinteren Klemmung sowie die Neigung des Tisches über diese Verdrehung. Und dann kann man das ist so ein runder Alutisch, der hat ebenfalls 4 Aussparungen. Da kann man dann ebenfalls bis zu M10 Schrauben verwenden. Der wird dann vorne in die Klemmung eingeschoben. Da ist dann eben so eine Klemmschraube dran. Also verschiedenste Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall. Das wäre jetzt der Auslegetisch. Was noch zum Auslegetisch zu erwähnen wäre, das ist einmal der Durchmesser. Und der Durchmesser beträgt ca. 18 cm und die Höhe sind 25 mm. Was ich dann auch noch als Zubehör für diesen Bohrständer habe, ist ein 2-Koordinatentisch. Und dieser 2-Achsen-Koordinatentisch gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen von Wabeco. Den gibt es jetzt einmal in dem, wie ich es habe, das ist die kleine Ausführung. Und die kleine Ausführung hat eine Tischlänge von 400 mm und eine Tischbreite von 180 mm. Was man jetzt hier sieht, ist quasi der 2-Achsen-Koordinatentisch mit dem Bohrständer mit den 500 mm Säulen jeweils. Einmal die Bohrsäule und einmal der Auslegearm hat auch die 500 mm. Und wenn ich jetzt mal kurz die Bohrmaschine installiere, dann kann man kurz nachmessen, wie viel Abstand ich jetzt noch habe von dem Bohrfutter zu dem Tisch bei einer 500 mm Säule. Da habe ich dann ungefähr 16, 17 cm noch unterhalb vom Bohrfutter zum Tisch Platz. Jetzt tue ich mal einen Maschinenschraubstock auf die Platte. Dann sieht man das besser, was man noch an Reserve hat, wenn man sich die Maschine mit der 500 mm Säule kauft. Die Säule ist jetzt ganz nach oben gefahren und dann sieht man jetzt, was ich jetzt noch Abstand habe vom Bohrfutter zum Maschinen. Das kann ich jetzt mal kurz messen. Das sind ungefähr 11 cm. Aber ich denke, für die meisten Arbeiten müsste das eigentlich passen. Dann zum 2-Achs-Koordinatentisch noch zu sagen wäre, der kleine von den beiden kostet 130 Euro und der Verfahrweg von der X-Achse wären jetzt 320 mm in dieser Richtung und die Y-Achse, das wäre jetzt diese Achse, da ist der Verfahrweg 100 mm. Und in diesem Tisch, der hat 3 Nuden. Und in diesen Nuden passen 10er T-Nuden rein oder auch ebenso M10er Schrauben. Vorne und hinten ist an der Seite ebenso eine Nut, in denen sich diese 10er T-Nudensteine befestigen lassen oder auch die M10er Schrauben. Was man noch machen kann, man kann auch die Kurbeln tauschen von der einen auf die andere Seite. Dafür muss man dann die ganzen Schrauben lösen und kann dann die Spindel auf die andere Seite montieren. Es geht ebenso für die X-Achse als auch für die Y-Achse. Da kann man quasi das tauschen. Und was jetzt bei mir man feststellen kann, dass ich habe es jetzt nicht montiert, die liegt nur auf der Bohrständer. Wenn ich das jetzt so verschrauben würde, könnte ich auf jeden Fall nicht kurbeln, da die Kurbel etwas zu lang ist. Das heißt, wenn man das alles so montieren will, wäre es nicht schlecht, wenn man das dann so installiert, dass es entweder frei ist, der Tisch, dass der frei schwebt, dass man die Kurbeln auch wirklich drehen kann. Die andere lässt sich drehen, weil die viel höher ist. Da hat man das Problem nicht. Und zu den Skalen wäre noch zu erwähnen, das sind jetzt Millimeter-Skalen, das heißt ein Teilstrich ist 1 Millimeter. Auf beiden Skalen dasselbe. Da ist ebenso ein Teilstrich 1 Millimeter. Das ist auf jeden Fall nützliches Zubehör. Das sind quasi die 2 Sachen. Man kann quasi mit dem Bohrständer mit der Bohrmaschine arbeiten und ebenso das als Fräse benutzen mit so einem Koordinatentisch. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind da schon enorm. Man kann auch, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe, man kann auch zum Beispiel
da nochmal einen zweiten Halter hinmachen. Dann kann man mit dem ganzen System auch in dem Zubehör auch drechseln und kann dann da so kleine Holzstückchen drechseln. Also das sind so die 3 Anwendungsspektren, mit denen man den Bordtisch verwenden kann. Und ich habe mich halt damals dafür entschieden, da ich in einer kleinen Werkstatt bin und nicht viel Platz habe und da das Ding recht vielseitig ist, habe ich mir diese Konstellation gekauft. Dieser Bohrständer kann man halt überall mitnehmen. Zum Gewicht selber, der Bohrständer an sich hat ungefähr ein Gewicht von 15 Kilo, also ist schon massiv. So, das wäre jetzt nochmal die Ausführung zum Fräsen. Da gibt es extra so Fräsmaschinen, so Fräsmotoren, und diese Fräsmotoren haben auch diesen 43 mm Euro Spannhals. Das sieht man jetzt hier. Das sind quasi auch diese 43 mm zum Spannen, und da hat man dann auch verschiedene Spannzangen und dann kann man da quasi auch fräsen auf diesem Bohrständer. Und wenn man da vorhat zu fräsen, dann muss man sich schon solche kaufen. Also mit der Bohrmaschine zu fräsen, das wird nicht funktionieren. Das kann ich auch nochmal auf der anderen Seite zeigen. Da sieht man jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite das Datenblatt, und da sieht man schon, dass die Maschine von 4000 Umdrehungen bis 25.000 Umdrehungen die Maschine quasi hat. Und das kann man auch mit der Rändelschraube oben dann einstellen. Und das macht dann den Bohrständer schon relativ universell und ist manchmal auch ein Problemlöser. Wenn man jetzt irgendwelche Spezialsachen hat, dann kommt man da eigentlich schon relativ weit.